Guten Tag an alle, willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Peter. Heute sind Adele und ich auf einer großen Konferenz hier in Frankfurt. Es gibt so viele Menschen hier, es ist wirklich aufregend. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich bin Adele. Ja, Peter, diese Konferenz ist wirklich beeindruckend. Überall Menschen, überall Gespräche, überall neue Gesichter. Aber weißt du was? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Nervös? Warum denn, Adele? Du bist doch so eine freundliche und offene Person. Mit dir spricht doch jeder gerne. Ich habe dich noch nie nervös erlebt. Das ist sehr nett von dir, Peter, dankeschön. Aber Networking ist nicht so einfach für mich. Auf Konferenzen muss man mit völlig fremden Menschen sprechen. Man weiß nie, was man sagen soll. Man weiß nie, wie die andere Person reagiert. Das finde ich manchmal wirklich schwierig. Geht es euch auch manchmal so, liebe Zuhörer? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich verstehe dich wirklich gut, Adele. Am Anfang war das für mich auch absolut nicht leicht. Meine erste Konferenz war eine Katastrophe. Ich stand die ganze Zeit alleine in der Ecke und wusste nicht, was ich tun sollte. Aber ich habe mit der Zeit eine kleine Methode gefunden. Ich gehe einfach zu jemandem hin und sage: Hallo, ich bin Peter. Was machen Sie beruflich? Das ist alles. Das klingt wirklich so einfach. Aber was, wenn die Person nicht reden möchte? Was machst du dann, Peter? Das ist meine größte Angst beim Networking. Wäsch. Gute Frage, Adele. Wenn jemand nicht so gesprächig ist oder beschäftigt wirkt, dann lächle ich einfach freundlich und sage: Es war schön, Sie kennenzulernen. Und dann gehe ich entspannt weiter zu jemand anderem. Kein Problem. Man muss wirklich nicht mit jedem eine lange Unterhaltung führen. Das ist total normal und in Ordnung. Das ist ein sehr guter und beruhigender Rat, Peter. Oh, schau mal, da drüben ist ein großer Kaffeetisch. Viele Leute stehen dort und reden miteinander, trinken Kaffee und lachen. Sollen wir hingehen? Das sieht einladend aus. Ja, unbedingt. Der Kaffeetisch ist immer ein guter Ort für Networking auf Konferenzen. Menschen entspannen sich bei einem guten Kaffee und sprechen dann viel leichter und natürlicher. Komm, lass uns hingehen und jemanden ansprechen. Guten Tag, ich bin Adele und das ist mein Kollege Peter. Wir kommen beide aus München. Und Sie? Kommen Sie auch weit her zu dieser Konferenz? Hallo zusammen, ich bin Peter. Eine wirklich schöne Konferenz heute, oder? So viele interessante Vorträge und Menschen. Woher kommen Sie alle? Liebe Zuhörer, habt ihr das gerade gehört? Adele hat einfach den ersten Schritt gemacht und das Gespräch gestartet. Das ist tatsächlich der allerwichtigste Teil beim Networking. Man muss einfach den Mut haben, zuerst Hallo zu sagen. Könnt ihr das auch üben? Probiert es mal mit euren Freunden oder Kollegen. Genau. Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir mit einer neuen Person sprechen. Diese Person heißt Thomas. Er ist Ingenieur aus Berlin und arbeitet bei einer großen Technologiefirma. Thomas, es ist wirklich schön, Sie hier kennenzulernen. Oh, wie interessant. Ingenieur aus Berlin bei einer Technologiefirma. Was für Projekte bearbeiten Sie gerade, Thomas? Adele fragt immer nach den aktuellen Projekten. Das ist ein sehr natürliches und gutes Gesprächsthema auf Konferenzen, weil alle etwas darüber erzählen können. Stimmt. Auf Konferenzen sprechen alle über ihre Arbeit. Das ist völlig normal und gut. Man kann dabei wirklich viel lernen und interessante neue Perspektiven entdecken. Ich frage zum Beispiel immer: Was hat Sie hierher gebracht? Das ist eine einfache, offene, aber sehr gute Frage. Was hat Sie hierher gebracht? Ja, das ist wirklich eine tolle Frage, Peter. Sie ist offen und freundlich und die andere Person kann vieles oder wenig antworten, ganz wie sie möchte. Keine Nervosität nötig. Liebe Zuhörer, merkt euch diese Frage unbedingt. Sie ist Gold wert beim Networking. Eine andere sehr gute Frage ist: Was fanden Sie am interessantesten heute? So kann man wunderbar über die Konferenz sprechen und neue Ideen und Perspektiven entdecken. Diese Frage zeigt auch, dass man aufmerksam ist und sich für die Meinung der anderen Person interessiert. Perfekt. Oh, ich sehe da drüben eine Frau ganz alleine stehen. Sie schaut auf ihr Telefon und wirkt ein bisschen verloren. Soll ich zu ihr hingehen und sie ansprechen? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine wunderbare Gelegenheit. Wenn jemand alleine steht, freut er sich meistens wirklich sehr über ein freundliches Gespräch. Manchmal warten Menschen genau darauf, dass jemand zu ihnen kommt. Los, Adele, du schaffst das, ich bin sicher. Entschuldigung, ist das Ihr erster Tag auf dieser Konferenz? Alles ein bisschen überwältigend hier, oder? Ich bin Adele. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Bravo, Adele. Seht ihr das, liebe Zuhörer? Das war wirklich perfekt.
Kurz, freundlich, empathisch und eine einfache Frage. So fängt ein gutes und natürliches Gespräch an. Habt ihr schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Schreibt uns davon in den Kommentaren. Danke, Peter. Ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich jetzt schon viel leichter an als am Anfang heute. Ich glaube, Networking ist wirklich wie ein Muskel. Je mehr man übt, desto besser und leichter wird man darin. Das ist ein sehr treffendes Bild, Adele. Wie ein Muskel, der wächst. Liebe Zuhörer, denkt immer daran. Networking ist eine Fähigkeit, die man wirklich lernen und trainieren kann. Niemand ist von Geburt an perfekt darin, auch nicht die erfolgreichsten Geschäftsleute. Genau. Und es geht überhaupt nicht darum, mit allen Menschen befreundet zu sein oder jeden zu beeindrucken. Es geht einfach darum, interessante Menschen zu treffen, neue Ideen zu entdecken und vielleicht neue Möglichkeiten zu finden. Manchmal trifft man jemanden auf einer Konferenz und viele Jahre später arbeitet man plötzlich zusammen. Das ist mir tatsächlich selbst passiert, Adele. Ich habe meinen besten und wichtigsten Geschäftspartner auf einer kleinen Konferenz in Hamburg kennengelernt. Wir haben damals nur etwa 5 Minuten miteinander gesprochen, aber wir haben unsere Visitenkarten ausgetauscht. Heute arbeiten wir seit über 7 Jahren zusammen. Oh, das ist eine wirklich wunderbare und inspirierende Geschichte, Peter. Visitenkarten. Ja, auf Konferenzen ist das sehr wichtig. Habt ihr eure Visitenkarten dabei, liebe Zuhörer? Oder nutzt ihr lieber digitale Karten auf dem Telefon? Was bevorzugt ihr heutzutage? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig. Ich persönlich mag noch immer die alten Visitenkarten aus Papier. Es ist irgendwie persönlicher und schöner. Wenn ich jemandem meine Karte in die Hand gebe, ist das für mich wie ein kleines persönliches Geschenk. Man denkt danach öfter an die Person. Das finde ich wirklich schön gedacht, Peter. Aber ich selbst benutze jetzt eine moderne App auf meinem Telefon. Man scannt einfach den QR-Code und hat sofort alle Kontaktinformationen digital gespeichert. Sehr praktisch und umweltfreundlich. Beide Methoden sind natürlich gut und haben ihre Vorteile. Das Allerwichtigste ist aber, dass man die Kontaktdaten der neuen Person nicht verliert oder vergisst. Wie oft passiert es leider, dass man jemanden Interessantes auf einer Konferenz trifft, aber danach nie wieder von ihm oder ihr hört? Leider passiert das wirklich sehr oft. Deswegen ist es so wichtig, nach dem Gespräch eine kurze persönliche Nachricht zu schreiben. Zum Beispiel: Es war sehr schön, Sie heute auf der Konferenz kennenzulernen. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Herzliche Grüße. Perfekt, Adele. Diese kleine, persönliche Nachricht nach einem Treffen ist unglaublich wichtig. Sie zeigt der anderen Person, dass man wirklich interessiert ist und sie nicht vergessen hat. Und sie hilft dem anderen, sich auch an einen selbst zu erinnern. Liebe Zuhörer, macht das immer nach einer Konferenz, das ist ein Geheimtipp. Jetzt möchte ich eine kurze Frage an euch stellen, liebe Zuhörer. Welche Sprache benutzt ihr normalerweise auf Konferenzen und bei der Arbeit? Deutsch, Englisch oder vielleicht eine andere Sprache? Schreibt eure Antwort und Erfahrungen in die Kommentare. Wir lesen alles sehr gerne. Eine super Frage, Adele. Und während unsere Zuhörer nachdenken und schreiben, möchte ich noch einen sehr wichtigen Tipp für das Networking geben. Hört aktiv zu. Das bedeutet, wenn jemand spricht, schaut ihn direkt an, nickt ab und zu und zeigt mit eurem ganzen Verhalten, dass ihr wirklich interessiert und aufmerksam seid. Aktives Zuhören ist wirklich eine Kunst für sich. Viele Menschen denken während eines Gesprächs schon an die nächste Antwort, die sie geben wollen. Aber das Allerbeste ist, wirklich und aufrichtig zuzuhören. Die andere Person fühlt sich dann wertgeschätzt und respektiert, und das ist unbezahlbar. Und man lernt dabei so unglaublich viel mehr. Ich erinnere mich an eine Konferenz in Wien, wo ich einen sehr erfahrenen und alten Professor getroffen habe. Er hat mir erzählt, wie sich die Technologiebranche in den letzten 40 Jahren komplett verändert hat. Ich habe einfach nur zugehört und es war absolut faszinierend und lehrreich. Was für eine wertvolle und schöne Erinnerung, Peter. Seht ihr, liebe Zuhörer, Networking muss wirklich nicht immer nur über Arbeit und Geschäfte und Kontakte gehen. Manchmal trifft man einfach wunderbare, interessante Menschen und hört ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen. Das bereichert das Leben. Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu, Adele. Oh, ich sehe, dass gleich der nächste interessante Vortrag beginnt. Sollen wir hineingehen und uns bewusst neben jemanden setzen, den wir heute noch nicht kennengelernt haben? Ja, das ist wirklich eine super und clevere Idee. Im Vortragsraum kann man auch wunderbar neue Kontakte knüpfen. Man kann vor oder nach dem Vortrag mit dem Nachbarn neben einem sprechen. Eine einfache Frage wie:
Was hat Ihnen der Vortrag am besten gefallen? Funktioniert immer hervorragend. Genau. Und wenn der Vortrag interessant und gut war, hat man sofort ein gemeinsames Thema, über das beide sprechen können und wollen. Das macht das Gespräch dann so viel leichter und natürlicher. Man muss gar nicht mehr lange nach Themen suchen. Liebe Zuhörer, schreibt uns jetzt in die Kommentare, welches Thema findet ihr persönlich am einfachsten und angenehmsten für ein erstes Gespräch mit einer fremden Person? Das Wetter, die Arbeit, die aktuelle Konferenz, die Stadt, in der man gerade ist? Ich bin sehr gespannt und neugierig auf eure Antworten. Ich persönlich finde das Thema Reisen immer sehr gut und universal. Woher kommen Sie? Wie war Ihre Anreise hierher? Alle Menschen reisen irgendwann, also ist das wirklich ein universelles und verbindendes Thema für jeden. Oh ja, Reisen ist tatsächlich immer ein wunderbares und sicheres Gesprächsthema. Und dann kann man weiter fragen, waren Sie schon einmal in München? Oder was gefällt Ihnen an Frankfurt am besten? So lernt man auch viel über das Leben und die Erfahrungen der anderen Person und das Gespräch wird lebendig. Wunderbar. Adele, jetzt haben wir heute wirklich sehr viel über das wichtige Thema Networking gesprochen und gelernt. Was ist für dich persönlich die wichtigste und wertvollste Lektion von diesem heutigen Tag? Meine wichtigste Lektion von heute ist ganz klar, sei immer einfach du selbst und sei ehrlich. Man muss kein perfektes Deutsch sprechen oder eine perfekte und lustige Geschichte parat haben. Ein echtes warmes Lächeln und echtes aufrichtiges Interesse an der anderen Person sind mehr wert als 1000 perfekte und vorbereitete Worte. Das ist wirklich wunderschön und weise gesagt, Adele. Ich stimme dir vollkommen und von Herzen zu. Und meine persönliche Lektion von heute ist diese: Fang einfach mutig an. Der allererste Schritt ist immer der schwerste und der beängstigendste. Aber wenn man einmal den Anfang gemacht hat, geht wirklich alles leichter und natürlicher. Liebe Zuhörer bei Wow Spoken German, wir hoffen von ganzem Herzen, dass ihr heute viel Nützliches gelernt und dabei viel natürliches Deutsch gehört habt. Habt keine Angst vor neuen Gesprächen und neuen Menschen. Jedes Gespräch ist eine echte Chance, etwas Neues zu lernen und vielleicht sogar das Leben ein kleines bisschen zu verändern. Und bitte nicht vergessen, übt euer Deutsch jeden Tag ein bisschen. Hört unsere anderen Episoden von Wow Spoken German an, schreibt eure Kommentare auf Deutsch und sprecht mit so vielen Menschen wie möglich. Jeder kleine Fehler ist ein wichtiger Schritt nach vorne, darauf können wir alle stolz sein. Wir freuen uns riesig auf eure Kommentare, Fragen und Nachrichten. Sagt uns auch, welche spannenden Themen ihr als nächstes gerne hören und lernen möchtet. Wir sind immer für euch da und lesen jeden einzelnen Kommentar. Auf Wiedersehen, bis zum allernächsten Mal bei Wow Spoken German. Bleibt neugierig, bleibt mutig, bleibt freundlich und bleibt unbedingt dabei. Tschüss, liebe Zuhörer. Auf Wiedersehen und ganz viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis sehr bald wieder bei Wow Spoken German.